Grahame, erklären Sie noch mal, was haben wir jetzt zu erwarten? Ihren Plan kennen wir seit gestern. Jetzt bringt sie ihn ins Parlament ein. Das wird heute geschehen und Jeremy Corbyn wird reden? Ja, sicherlich wird Jeremy Corbyn seine Ablehnung gleich verkünden und die Möglichkeit ausnutzen, Frau May heftig zu attackieren. Davon können wir ausgehen. Wie würde es dann weitergehen? Rein theoretisch, dieser Gesetzentwurf, den sie jetzt einbringt, den will sie dann zur Abstimmung stellen. Das wäre sozusagen eine vierte Brexit-Abstimmung. Das wäre die vierte Abstimmung. Dreimal ist sie schon gescheitert mit immer kleineren Mehrheiten gegen sie. Dieses Mal erwarten eigentlich alle, dass die Mehrheit gegen sie noch größer wird, weil die Ablehnung auf beiden Seiten des Hauses zu erwarten ist. Wir erwarten diese Abstimmung dann in der ersten Juniwoche, also ab etwa dem 3., 4. Juni. Und das wird sie wahrscheinlich auch mit Probeabstimmungen verknüpfen, um zu versuchen, Mehrheiten auszuloten. Also der Plan kann ja noch geändert werden, diese 10 Punkte. Das ist sozusagen ein erster Versuch, allen Gegnern etwas zu geben, was sie gerne hätten, damit sie dann doch noch diese Mehrheit bekommt. Ist das, was sie jetzt vorgeschlagen hat, denn substanziell neu? Nicht wirklich. Sie gibt zum Beispiel den Hardlinern ein Versprechen, dass sie dann alternative Vereinbarungen zum Backstop suchen möchte. Aber die Hardliner sind schon weiter. Das war die Situation vor ein paar Monaten. Jetzt wollen die Hardliner einfach gar kein Backstop. Also die hinkt immer ein bisschen hinterher mit ihren Vorschlägen. Sie hat auch gegenüber den Protestanten in Nordirland ein Versprechen abgegeben, Nummer 2 in dem Plan. Sie verpflichtet sich, das Festland Großbritannien, sich da niemals ein Keil zwischen Festland Großbritannien und Nordirland treiben lässt. Das heißt, die sind ja auch weiter. Sie wollen ja eher wissen, was geschieht in den Beziehungen mit dem Süden, in der Republik. Also ich glaube nicht, dass diese beiden Punkte irgendwas erreichen werden. Und dann kommen eine ganze Liste von Punkten, wo sie versucht, Labour zu ködern, indem sie zum Beispiel verspricht, dass Arbeitnehmerrechte auf dem Niveau der EU verbleiben werden, Umweltstandards werden nicht gesenkt und. Das heißt, jeder kriegt im Grunde genommen ein Versprechen, aber das Problem ist, jeder weiß, dass das ist das offene Geheimnis. Frau May wird wahrscheinlich Anfang Juni nach dieser Abstimmungswoche, wenn sie verliert, wird sie ein Datum angeben müssen, wann sie 10 Downing Street verlässt. Also sie ist sozusagen in den letzten Zügen. 20 Kabinettsmitglieder haben schon ihre Kandidatur bekannt gegeben. Die Zeit lässt sie einfach liegen. Sie ist sozusagen jetzt das Opfer und wird jetzt davon gejagt im Laufe des Monats Juni. Aber ein Opfer, was sich schon sehr, sehr lange hält, das muss man ihr doch mal zugutehalten. In der Tat, ja. Jetzt müssten ja all diese Vorschläge, wenn sie denn mal durchs Parlament kämen, ja dann noch nach Brüssel. Also das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Aber bleiben wir mal in London. Wie wahrscheinlich halten Sie das denn, dass sie das da schafft, in der ersten Juniwoche noch mal genug oder überhaupt mal genug Stimmen zu bekommen? Ich halte es für so gut wie ausgeschlossen und ich denke, die Mehrheit gegen sie wird noch anschwellen, es wird noch größer, weil gerade bei den Konservativen ist das Problem, dass der Wahlkampf um die Nachfolger quasi begonnen hat und Politiker wie Boris Johnson wollen natürlich sie beerben, aber wenn sie diese Wahl gewinnt, dann gibt es keine Wahl für den neuen Vorsitzenden. Und da wäre sie wieder fester im Sattel. Das heißt, 20 Kabinettsmitglieder und ein paar andere wie Boris Johnson, sie haben jetzt ein Interesse daran, dass sie verliert. Und deswegen auf der anderen Seite die Labour-Partei hat kein Interesse, ein sogenannter Tory-Brexit über die Linie zu schieben. Sie haben immer gesagt, auch in diesen Gesprächen in den vergangenen Wochen, haben sie immer gesagt, die Kernpunkte, die Eckpunkte für uns sind eine Zollunion und ein zweites Referendum gegebenenfalls. Und
das war ja nicht zu machen. Da hätten die Konservativen nicht mitgemacht. Also die Fronten waren verhärtet, es bewegt sich nicht. Und jetzt verliert Frau May nicht nur die Abstimmung, sondern im Anschluss wahrscheinlich auch ihr Amt. Immer noch eine sehr verfahrene Situation, wie es ja schon seit Monaten in London ist. Blicken wir nach vorne, wenn es denn so käme, wie Sie sagten, sie scheitert Anfang Juni mit diesem letzten Entwurf oder vermutlich letzten Entwurf. Wie ginge es dann weiter? Also weiter ginge es dann mit einer Vereinbarung zwischen Theresa May und der Fraktion über ihren Rücktritt. Also sie soll sich bereit erklärt haben, nach einer Niederlage ein Datum für den Auszug aus 10 Downing Street bekannt zu geben. Das heißt, eine Wahl für den neuen Vorsitzenden würde sofort anfangen, bei den Konservativen wahrscheinlich Ende Juni. Bisher haben etwa 20 Abgeordnete oder also zumindest Abgeordnete, entweder sind sie Regierungsmitglieder oder Ex-Regierungsmitglieder, wie beispielsweise Boris Johnson, haben etwa 20 Abgeordnete erklärt, dass sie kandidieren werden. Und im Moment sind sie gerade dabei, so mit Erklärungen und Reden und so weiter, sich darzubieten als Nachfolger von Theresa May. Die Fraktion wird von diesen 20 Kandidaten in Stichwahlen 2 Kandidaten ermitteln. Das heißt, Ende Juli haben wir wahrscheinlich 2 Kandidaten übrig, die die meisten Stimmen bekommen haben, nach, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Runden. Und diese beiden Kandidaten werden dann zur Wahl gestellt gegenüber den Mitgliedern der Partei. Das heißt, landesweit werden Mitglieder der Konservativen einen Wahlzettel bekommen mit 2 Namen drauf, A oder B. Und dann werden sie den neuen Parteivorsitzenden bestimmen. Wahrscheinlich dauert das bis zur 3., 4. Woche August. Und diese Person würde dann das Amt übernehmen und dann Anfang September wahrscheinlich auch von der Königin gebeten werden, eine neue Regierung zu bilden. So in etwa würde es aussehen. Denn die Parteitage, wo ein neuer Premierminister und Parteichef sich da vorstellen kann, wäre dann Ende September. Also vom Timing ist das in etwa, was wir erwarten können. Da bleiben jetzt 2 Fragen. Zum Timing frage ich gleich nochmal, weil ja dann auch der Oktober droht. Aber die andere Frage ist, also das heißt, wenn der Nachfolger gewählt wird in der konservativen Partei, ist der auch automatisch Premierminister, weil man ist ja in einer Koalitionsregierung mit der DUP, aber das spielt jetzt dann keine Rolle, oder? Nein, das ist keine Koalition, es ist eine Minderheitenregierung May. Okay. Und die DUP hat sich verpflichtet, diese Regierung im Amt zu halten, also dafür zu stimmen. Und als Gegenleistung hat Frau May sehr viel Geld, 1 Milliarde Pfund überwiesen nach Nordirland für irgendwelche Maßnahmen, die die DUP dort befürwortet. Also man kann davon ausgehen, dass die DUP weiterhin eine neue Regierung unterstützen würde, weil sie vor allen Dingen Angst hat vor Neuwahlen und Jeremy Corbyn als Premierminister. Also das ist, was sozusagen alles noch zusammenhält. Also es muss nicht Neuwahlen geben für den neuen Premierminister. Heißt aus Ihrer Sicht, es kommt jetzt ein konservativerer oder ein etwas weicherer Kandidat? Womit können wir da rechnen? Also ich gehe davon aus, weil man hört, dass die Stimmung unter den konservativen Mitgliedern recht radikal ist in Bezug auf Brexit, dass ein Hardliner diese Wahl gewinnen wird. Und deswegen wird natürlich Boris Johnson favorisiert, weil er ja der Anführer von Leave war beim Referendum 2016. Aber es heißt nicht zwangsläufig, dass er es wird. Denn Boris Johnson hat in seiner Zeit als Außenminister bei vielen Abgeordneten, bei den Konservativen den Eindruck hinterlassen, dass er nicht fähig ist, ein hohes Amt zu bekleiden. Und sie würden ihn auch nicht unterstützen. Nur wir wissen nicht genau, wie viele das sind. Und es ist möglich, dass Kompromisskandidaten in der Abstimmung unter den Abgeordneten die Nase vorn haben. Beispielsweise Michael Gove,
der Environment Minister, also Umweltminister, der war auch heftig bei Leave engagiert und hat sich loyal gegenüber Frau May verhalten und hat in letzter Zeit mehrere beachtenswerte Reden im Unterhaus gehalten und gezeigt, dass er das Zeug dazu hat. Also es könnte durchaus sein, dass ein anderer Kandidat, wie beispielsweise Michael Gove oder vielleicht der Außenminister Jeremy Hunt, dass die beiden, die dann nach vorne kommen und gegenüber den Mitgliedern quasi zur Wahl gestellt werden. Das heißt, die Feinde von Boris Johnson in der Fraktion könnten letztlich ihn daran hindern, in diese letzte Stichwahl bei den Mitgliedern zu kommen. Und dann würde er natürlich extrem frustriert sein und man könnte erwarten, dass er dann für den neuen Premierminister ein Dorn im Auge wäre, und zwar ganz schnell. Spinnen wir das mal weiter. Sie rechnen mit einem Rücktritt Theresa Mays, mit einem eher konservativeren Nachfolger. Was hieße das für den Brexit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Denn nehmen wir mal an, es wäre ein Arch-Brexiteer, also ein Erz-Brexiteer, ein richtiger Hardliner, der letzten Endes keine Kompromisse mit der EU schließen möchte. Dann hätten wir ja eine Situation im Verlaufe des Septembers, wo dieser Politiker dann zum Parteitag geht und eine sehr harte Rede gibt, also in Bezug auf die EU, und mobilisiert ja alle Mitglieder mit dem Versprechen, das jetzt richtig zu machen, weil die Frau May es nicht so durchgesetzt hat. Und also erst jetzt machen wir es richtig und so weiter, dann geht er nach Brüssel und erlebt eine Bauchlandung, weil die EU sagt, ja, wir werden da nichts mehr ändern. Und dann haben wir die Situation, wo das Parlament abgestimmt hat über No Deal, dass eine Mehrheit im Parlament sagt, wir wollen No Deal. Aber die Situation, dass wir Ende Oktober genau das haben. Parlamentsmehrheit war gegen den No-Deal. Ne? Parlamentsmehrheit war gegen No Deal, aber trotzdem kommt man zu dem Punkt am 31. Oktober, wo die EU gesagt hat, okay, da endet die Frist. Und wir wissen ja, dass Präsident Macron praktisch diese Frist widerwillig eingeräumt hat, also akzeptiert hat. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dann wieder in einer absoluten Krise, wo wir vor diesem No-Deal stehen und nicht wissen, was passiert. Es hört sich nicht gut an. Ich glaube auch wahrscheinlich nicht, dass die EU sich das noch mal bieten lassen kann, da weiter rumzuzackern. Eine Möglichkeit für ein Referendum der Bevölkerung, also eine Neuabstimmung über Brexit oder nicht, sehen Sie die irgendwie noch? Vielleicht ganz am Ende, aber wir haben im Grunde genommen das Problem, dass sehr, sehr viele Abgeordnete immer noch nicht richtig sich mit der Realität befassen. Ich denke, es wird, nehme ich mal an, weil ich von rationalen Menschen ausgehe, im Grunde genommen, was in dieser Situation schwierig ist. Ja. Aber ich nehme mal an, dass wenn die Krise richtig losgeht im nächsten Oktober, dass die Leute ein bisschen zur Besinnung kommen und vielleicht beginnen darüber nachzudenken, ob man nicht das Ganze wieder dem Volk geben sollte.